Hallo Männer. Morgen ist mal wieder Bundestagswahl. Schon seit Jahren aber zeigt sich weltweit ein Trend, bei dem sich immer mehr Männer von den linken Parteien abwenden und sich zunehmend konservativen Parteien zuwenden. Die Wahl von Donald Trump in den USA war da nur das aktuellste und auffälligste Beispiel. Jetzt sollte man sich die Frage stellen, warum ist das so? Und wie ist es so weit gekommen, dass ein Geschlecht sich zunehmend von einer kompletten politischen Richtung abwendet? Darum wird es heute gehen. Also, los geht's. Schon seit ein paar Jahren lässt sich in den westlichen Ländern zunehmend ein Trend beobachten, weg von eher linken Regierungsparteien hin zu eher konservativen, in einigen Ländern sogar eher rechten Parteien. Dafür gibt es viele Gründe, von der Zerstrittenheit der linken Kräfte wie in Frankreich bis zur Unzufriedenheit der Menschen mit der europäischen Migrationspolitik. Das sind zwar alles wichtige Themen, aber keine für einen Männerkanal wie den meinen. Mich interessiert, warum Männer sich zunehmend von den linken Kräften in der Politik abwenden. Der Hauptpunkt in meinen Augen ist ganz klar, dass sich praktisch alle Parteien, die zum linken Spektrum zählen, als offen feministisch bezeichnen. Damit sehen sie es als akzeptabel an, Männer und Jungen systematisch und in jedem Bereich, der ihnen einfällt, zu benachteiligen, um sich dem absichtlich diffusen Ziel der Gleichstellung anzunähern. Denn das ist tatsächlich eine Frage, nicht wahr? Was ist echte Gleichstellung und wann ist sie erreicht? Gesetzlich ist sie das nämlich für Frauen schon. Und das schon seit einer ganzen Weile. Es gibt kein Gesetz in Deutschland, das es erlaubt, Frauen in irgendeiner Form zu benachteiligen. Gesellschaftlich ist entgegen der Propaganda die Gleichstellung weitgehend auch erreicht. Im Gegenteil können wir sogar eher Entwicklungen beobachten, in denen Frauen und Mädchen systematisch privilegiert werden. Dabei beginnt es bei so ganz offensichtlichen Dingen wie den immer weiter durchgesetzten Frauenquoten, die zunehmend unqualifizierte Frauen in Positionen bringen, für die sie ungeeignet sind, geht über die Befreiung von Frauen von gesellschaftlichen Pflichten wie der Wehrpflicht hin zu eher subtilen Dingen wie den Umbau der Lehrpläne in Schulen, die es Jungen immer schwerer machen, erfolgreich zu sein. Das ist die Sachlage. Und die ist schon nicht besonders gut. Dazu kommt aber auch eine immer offenere gegenüber Männern feindselige Rhetorik aus diesen Parteien. Parteien, die Männer davon überzeugen wollen, sie zu wählen, wohlgemerkt. Wie konnten die linken Parteien so unterwandert werden? Naja, das hat zwei Gründe. Der erste ist, dass Frauen sich traditionell eher zu linken Parteien hingezogen fühlen, weil diese ihnen ein höheres Maß an sozialer Sicherheit versprechen. Frauen empfinden mehr Ängste und Parteien, die ihnen helfen, diese Ängste zu reduzieren, sind daher attraktiv. Der zweite ist, dass gesellschaftliche Gerechtigkeit eines der Hauptthemen der linken Parteien war und ist, weswegen die Unterstützung der Frauen beim Erreichen der Gleichstellung als ein natürliches Ziel dieser Parteien betrachtet werden kann. Das erlaubte dann den Männerhassern, sich nach und nach systematisch in den linken Parteien festzusetzen und deren Politik entscheidend mitzubestimmen. Die schmoren dabei derart im eigenen Saft, dass sie völlig abgestumpft gegen ihre eigene Männerfeindlichkeit werden und überhaupt nicht mehr bemerken, wie radikal sie sind. Am krassesten ist mir das im letzten Hessen-Wahlkampf 2023 aufgefallen, als die SPD-Kandidatin Nancy Faeser zu einem Pressetermin einlud und dabei die Presse dazu aufforderte, nur weibliche Journalistinnen zu schicken. Im Wahlkampf. Das ist die Zeit, wo Parteien ihre Wähler anlügen, um sich bei ihnen beliebt zu machen. Habt ihr eine Vorstellung, wie weit jemand abgedriftet sein muss, um nicht zu bemerken, welchen Schaden er da anrichtet? Nicht nur das. Das gesamte Umfeld muss abgestumpft sein, dass niemand sagt, hey, das können wir nicht machen, wir verlieren dadurch männliche Stimmen, wenn das rauskommt. Es ist natürlich bei weitem nicht das Schlimmste an Männerfeindlichkeit, was diese Parteien gemacht haben. Aber es zeigt einfach, wie sehr die in ihrem eigenen Saft schmoren und wie absolut taub sie für selbst die simpelsten politischen Regeln geworden sind. Also einen substanziellen Anteil der Wählerschaft nicht gegen sich aufzubringen.
Völlig überraschend hat die SPD 2023 in Hessen mit 15,1% ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten eingefahren. Das hat natürlich viele Ursachen, aber ich wäre überrascht, wenn diese Aktion die SPD nicht mindestens 1% gekostet hat. Ich bin übrigens auch überzeugt, dass der steile Aufstieg des Bündnis Sarah Wagenknechts auch darauf beruht, dass sie zumindest bisher diese offene männerfeindliche Rhetorik vermeiden. Zumindest habe ich es bisher nicht mitbekommen. Wenn es mir nur entgangen ist, könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Sie konzentrieren sich eigentlich nur auf klassische linke Themen und haben damit einen kometenhaften Aufstieg erreicht, der sie vielleicht sogar morgen auf Anhieb in den Bundestag bringen wird. Wir werden sehen. Jetzt könnte man sich fragen, ob das neu ist. Leider nein. Ich erinnere mich noch, wie offen männerverachtend die erste weibliche Ministerpräsidentin Heide Simonis sich immer wieder öffentlich geäußert hat. Die war natürlich in einer anderen Zeit politisch gereift und musste sich oft noch gegen ganz andere Widerstände durchsetzen, aber diese offenen Äußerungen einer Person, die von besagter Hälfte der Bevölkerung, über die sie sich da gerade so abfällig äußert, gewählt werden möchte, haben mich schon damals sehr überrascht. Es kam dann 2005 zu dem Ereignis, das man den Heidemord nannte. Sie hatte eine Minderheitsregierung unter Duldung der dänischen Minderheitspartei zusammengebastelt und als sie zur Ministerpräsidentin gewählt werden sollte, verweigerte ihr eine Person die Stimme. Ich weiß noch, wie ich damals dachte. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist, aber ich weiß, welches Geschlecht er hatte. Denn ganz offen, nach den Sprüchen, die sie sich öffentlich erlaubt hatte, will ich gar nicht wissen, was sie da hinter geschlossenen Türen von sich gegeben hat. Da muss sie nur bei einem Mann, der sie wählen sollte, den Bogen überspannt haben. Die Frau hat sich also schon vor 20 Jahren politisch ihr eigenes Grab geschaufelt. Eine echte Vorreiterin. Dann, einige Zeit später, verlor die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, 2017 überraschend die Wahl und damit ihr Amt. Hannelore Kraft war ziemlich beliebt bei der Wählerschaft und deswegen war ich seinerzeit sehr überrascht. Dazu muss man wissen, beliebte Ministerpräsidenten verlieren ihr Amt nicht. Das passiert einfach nicht. Was war passiert? Es gab viele Fehler und ihre Regierung hat sich insgesamt nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Aber eine der Hauptdinge, die ihr das Amt gekostet hatte, war eben auch, dass sie ihre grüne Bildungsministerin Silvia Löhrmann eine ziemlich jungenfeindliche Schulpolitik fahren ließ. Bildungspolitik ist eine der beiden zentralen Kompetenzen der Landespolitik. Wenn du dich da unbeliebt machst, wird es schwer. Man könnte sich jetzt fragen, welche Strategie steckt da dahinter? Ganz einfach. Die linken Parteien glauben, mit einer offen frauenbevorzugenden Politik alle weiblichen Stimmen für sich gewinnen zu können und dann eben noch ausreichend weiße Ritter für sich mobilisieren zu können, um damit die Wahlen zu gewinnen. Wenn es nicht genügend weiße Ritter geben sollte, wird dann das Beschämen und Schuldgefühle machen genutzt, um die restlichen Männer, die es braucht, gefügig zu machen. Damit hätte man dann immer eine Mehrheit. So ist zumindest der Plan. Warum misslingt es dann immer häufiger? Das hat verschiedene Gründe. Der einfachste ist, dass es immer weniger männliche Verbündete für die Frauenpolitik unter den Wählern gibt. Immer mehr Männer haben zum Teil stark benachteiligende Erfahrungen in Schule, Studium und Berufsleben gemacht und sehen es einfach nicht mehr ein, ihr Kreuz an einer Stelle zu machen, die ihnen gegenüber offen feindselig ist. Diesen Männern kann man dann auch nur sehr schwer ein schlechtes Gewissen machen oder sie zu Gehorsam beschämen. Ein richtiger Mann würde... Fuck off! 4 Wahlgänge, aller Druck der Fraktion und der Verlust der Regierungsverantwortung konnten den einen Typen nicht dazu bringen, in einer geheimen Wahl für Heide Simonis zu stimmen. Wie stehen die Chancen wohl für irgendeinen Mann in der Anonymität der Wahlkabine? Aber auch die Frauen reagieren nicht mehr auf die Beschämungstaktiken, die sie dazu bringen sollen, ohne es zu hinterfragen, mit der Schwesternschaft zu stimmen. Denn, was die Männerhasserinnen immer wieder vergessen, ist Folgendes. Frauen sind nicht nur Frauen. Sie sind auch Mütter, Großmütter, Schwestern und Tanten. Und diese haben zwar kein Mitgefühl für Männer im Allgemeinen, aber werden durchaus territorial,
wenn es um ihnen am Herzen liegende Männer in ihrer Umgebung geht. Dieser simplen Wahrheit sind dann auch Hannelore Kraft und Sylvia Lörmann zum Opfer gefallen. Ihre Wählerinnen fanden das abstrakte Konzept einer Bevorzugung von Mädchen in der Schule ganz toll, verloren aber ihre Liebe dafür, als es darum ging, dass ihre Söhne, Enkel, Kleinbrüder und Neffen plötzlich schlecht behandelt wurden. Dann verliert auch eine beliebte Ministerpräsidentin plötzlich ihren Rückhalt bei den Frauen und in der Folge ihr Amt. Wähler, und dazu zählen auch die Frauen, stimmen oftmals sehr viel differenzierter ab, als man es ihnen unterstellt. Das konnten wir gerade bei der Wahl in den USA beobachten. In vielen Bundesstaaten hatten die Demokraten, um einen Wahlsieg für Kamala Harris zu sichern, gleichzeitig Plebiszite zum Thema Abtreibung zur Wahl gestellt, um so mehr Frauen zu motivieren, zu den Wahlen zu gehen. Und dann passiert etwas Witziges. In diesen Staaten gewann die Initiative für die Abtreibung und trotzdem gewann Trump den Bundesstaat. Das bedeutet übrigens, dass auch ganz viele der ach so bösen Trump-Wähler den Frauen nicht ihr Recht auf reproduktive Selbstbestimmung wegnehmen wollten, aber sie trotzdem nicht bereit waren, bei Kamala Harris ihr Kreuz zu machen. Interessant, nicht wahr? Ha, dann bekommen es diese linken Männerhasserinnen jetzt endlich. Das haben sie auch verdient. Was haben sie jetzt davon? Nicht so ganz. Sorry, wenn ich da Illusionen zerstören muss. Ihr vergesst eine Sache, die ich hier immer wieder angemerkt habe. Die Schwesternschaft kennt keine Partei. Die sind sich über alle Parteigrenzen absolut einig. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, werden sich vielleicht noch an das hier erinnern. Link ist in den Infokarten. Und jetzt hatten wir ganz aktuell wieder so einen Fall überparteilicher feministischer Zusammenarbeit. Wo denn? Ach, das habt ihr nicht mitbekommen. Die grüne Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Frauenministerin. Das ist nur die Frauenministerin, der Rest ist Gerede. Hatte sich schon während der gesamten Regierungszeit durch ihre männerfeindliche Schwerpunktsetzung hervorgetan. So hat sie zum Beispiel die Zuwendung des Bundes für Frauenverbände von 4 auf 12 Millionen Euro erhöht und gleichzeitig die schon ohnehin viel zu geringen Zuwendungen für männliche Opfer häuslicher Gewalt von 500.000 Euro auf 420.000 Euro reduziert. Das ist nur eines von sehr vielen Beispielen. Als klar wurde, dass die Bundestagswahl vorgezogen werden musste, versuchte sie ab Dezember noch kurz vor knapp das sogenannte Gewalthilfegesetz durchzubringen. Das wäre ja im Prinzip ein nobles Anliegen. Aber dieses Gesetz, so wie sie es sich vorstellte, bietet ganz explizit nur Frauenschutz vor Gewalt. Wir wissen aus der Forschung, dass häusliche Gewalt ein 50-50-Thema ist. Beschlossen werden sollte aber ein Gesetz, das nur der Hälfte der Opfer Schutz bietet. Viel männerfeindlicher könnte ich mir das kaum vorstellen. Naja, die haben ja nach dem Koalitionsbruch keine Mehrheit mehr. Stimmt. Die brauchen aber keine Koalition dafür. Sie haben das ganze Parlament. Dieses Gesetz wurde heimlich, still und leise beschlossen und ist am 14.02., also letzte Woche, auch im Bundesrat durchgewunken worden. Die Sache ist bereits durch. Das Gesetz wurde mit Stimmen der CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken ohne eine einzige Gegenstimme beschlossen. Die AfD und die FDP haben sich einfach enthalten. Ein Gesetz, das man sich sexistischer kaum vorstellen könnte, ist im Prinzip einstimmig vom Parlament beschlossen worden und in Rekordzeit auch durch den Bundesrat gewunken worden. Naja, da wird jetzt wenigstens eine Hälfte der Opferhilfe angeboten. Wer kann denn da schon dagegen sein? Ich hatte noch nicht die Zeit, mich genau einzulesen, was da jetzt konkret Gesetz geworden ist. Aber was ich lesen konnte, verheißt nichts Gutes. So sollen zum Beispiel kostenlose anwaltliche Hilfsangebote gemacht werden. Wir wissen aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien bereits, wie so etwas aussieht. An diesen Orten werden Frauen geschult, genau die Dinge zu sagen, die es ihnen ermöglichen, Vätern jeden Kontakt zu ihren Kindern zu verweigern. Ihr müsst mir das nicht glauben,
Schaut euch die Horrorgeschichten von Vätern aus Ländern an, wo solche Hilfsangebote in Anführungsstrichen für Frauen bereits Realität sind. Da werden Väter auf der einen Seite finanziell bis aufs Letzte ausgeblutet und auf der anderen Seite ihren eigenen Kindern gegenüber entfremdet. Aber die CDU wird ja doch bestimmt nachverhandelt haben. Stimmt, haben die. Die haben die Transpersonen aus dem neuen Gesetz ausgenommen. Das war's. Einigkeit bestand unter den Männerhasserinnen aller Parteien darin, Männer systematisch zu benachteiligen. Sie waren sich nur nicht einig darin, ob sie die Transfrauen auch bevorteilen und die Transmänner auch benachteiligen wollen. Ich möchte das nur noch einmal betonen. Alle Parteien haben entweder dafür gestimmt oder sich enthalten. Die Schwesternschaft kennt keine Partei. Es geht aber noch weiter. Die Bruderschaft hat keine Partei. Die Wahl morgen hat Bedeutung in dem Sinne, wie eventuell in Zukunft unsere Energie-, Verteidigungs- oder Steuerpolitik gemacht wird. Wenn es um uns Männer geht, ist sie absolut bedeutungslos. Wie das Gewalthilfegesetz gezeigt hat. Alle Parteien sind in unterschiedlicher Ausprägung männerfeindlich. Die einen eher offen, wie SPD, Grüne und Linke, die anderen eher verdeckt, wie CDU, CSU, AfD und FDP. Es gibt keine einzige politische Kraft in Deutschland, die nicht vom feministischen Gift unterwandert ist. Deshalb lege ich hier immer wieder besonderen Wert darauf, mich von Parteipolitik fernzuhalten. Die sind aus Männersicht alle gleich. Der Unterschied ist nur, dass die einen es offen tun und die anderen es verdeckt. Manchmal wird dann auch etwas Feigenblattpolitik betrieben. Irgendwo muss die 500.000 für die Hilfe von Männern bei häuslicher Gewalt ja hergekommen sein. 500.000 für alle männlichen Opfer. Wie viel wird denn in dem neuen Gesetz für Frauen bereitgestellt, werdet ihr jetzt vielleicht fragen. 2,6 Milliarden. Alle Parteien gemeinsam haben im Parlament gesagt, dass ihnen dieses Frauenanliegen über 5000 Mal wichtiger ist, als männlichen Opfern zu helfen. Allen Parteien. 5000 Mal wichtiger. Besser hätte ich es gar nicht verdeutlichen können. Was bedeutet das für uns Männer? Wir Männer haben keine politische Heimat. Punkt. Die sind sich nur uneinig darin, wie sehr sie uns hassen. Das hat dieses Gewalthilfegesetz bewiesen. Wir werden alle uns Männer betreffenden Probleme selbst lösen müssen. Wir werden selbst unseren Jungs Schulen und Ausbildungseinrichtungen bauen müssen, in denen sie nicht systematisch benachteiligt werden. Wir werden ohne staatliche Hilfen Einrichtungen schaffen müssen, die es männlichen Opfern häuslicher Gewalt ermöglicht, Zuflucht zu finden. Wir werden selbst unsere väterliche Rolle innerhalb und außerhalb des Familienverbandes definieren müssen. Wir werden selbst Techniken entwickeln müssen, wie wir mit dem Entzug unserer Kinder nach der Scheidung umgehen. Und wir werden selbst Wege finden müssen, wie wir damit umgehen, wenn zunehmend unsere Rechte und Chancen eingeschränkt werden. Diese Gesellschaft schert sich nicht um Männer, auch nicht um männliche Opfer, wie man gerade beim Gewalthilfegesetz sehen konnte. Wenn du als Mann nicht funktionierst, wird diese Gesellschaft über dich drüber marschieren. Du kannst noch dankbar sein, wenn sie dich dabei nicht anspucken. Egal, wen ihr morgen wählt. Tut es in dem Bewusstsein, dass keinen von denen die Anliegen von uns Männern am Herzen liegt. Tut es in dem Verständnis, die Schwesternschaft kennt keine Partei und die Bruderschaft hat keine Partei. Das war's dann mal wieder von mir. Lasst mir einen Daumen hoch, ein Abo oder einen Kommentar da. Bis dann.